Und da bin ich wieder. Herzlich willkommen hier bei mir auf meinem Kanal HiFi Zeitreise. Ja, erstmal Dankeschön. Mein letztes Video, ganz schön viele Aufrufe. Ihr müsst überlegen, das ist gerade mal etwas über 2 Wochen der Kanal. Hat er schon über 500, glaube ich, jetzt schon Abos. Habe mich letztens schon über 300 gefreut. Ja, Dankeschön, das freut mich. Und was ich dazu sagen muss, bei mir 100% KI-frei. Das, was ich euch zeige, existiert wirklich hier. Ein echter Katalog, echte Originalware aus dieser Zeit. Und echte Stimme, ich bin's wirklich. Kuckuck. So, ich starte los, muss man ja mal dazu sagen. Ne? Die schießen ja aus dem Boden, da ist ja gar keine Chance mehr. Ne? Ja, ich habe hier beim Blättern in einem Technics-Katalog folgendes Gerät entdeckt. Das ist der CD-Spieler in Studio-Qualität, das muss ich dazu sagen. Und wir gucken uns den jetzt mal so ein bisschen genauer an. Der heißt SL-P 1200. Unter den HiFi-Enthusiasten und Sammlern soll der als legendär bekannt sein. Der kam 86, 87 auf den Markt und war kein gewöhnlicher CD-Player, so sagt man, ne? Sondern ein echtes Arbeitstier. So. Und da gehen wir jetzt mal ein bisschen in die Details. Da habe ich hier auch irgendwie Texte gefunden, muss ich nachgucken. Wie gesagt, ich spreche alles selber, ne? Ist nicht wie vom Robert KI, das ist von Technics. War das nicht schön damals, diese Zeit? Schauen Sie sich mal das Rad an. Das ist rund. Die Füße sind auch rund. Das gibt's doch gar nicht. 1986. Nee, ich rede hier ganz normal, wie es ist, ne? Mit allen Versprechern, zickzack. So wie YouTube mal gedacht war. Handmade-Videos. Schmeiß die Kamera an, zeig was, erzähle was, ne? So. Im Gegensatz zu allen anderen Playern zu dieser Zeit war der SL-P 1200, dieses Gerät hier. Junge, wenn du das siehst, dann musst du gleich die Kamera anschmeißen. Ich habe den gesehen und dachte, was ist das? Ist das ein Mischpult? Irgendwie, was weiß ich, ne? Wahnsinn! So, und die CD wird oben unter einer motorisierten, da haben wir sie, Klappe eingelegt. Das Gehäuse ist massiv und schwer. So, jetzt lasse ich euch mal ein paar Sekunden. Schätzt mal, was das wiegt. Ich sag's gleich. So, ihr wisst ja, eine CD ist hier so groß, da kannst du die Größe einschätzen, ne? Ja, vielleicht 3 CDs nebeneinander in der Breite, 2 in der Höhe, so grob mal jetzt so, ne? So, überleg mal, was das Ding wiegt, ne? Ich, ohne es zu wissen, ich weiß es ja jetzt, ich sag's auch gleich, hätte gedacht, ja, warte mal, so ein 6er-Pack Getränke, 1,5 Kilo, das ist schon ein richtiges Gewicht. Das sind ja so ungefähr 9 Kilo, ne? Da würde ich so sagen 6 Kilo oder so, ne? Oh, jetzt kommt's, Leute. Über 14 Kilogramm. Junge, ist das schwer. So eine 10-Kilo-Scheibe auf der Hantel, ne? Junge, das ist schwer. 14 Kilo, wo kommt das Gewicht her? Wahnsinn. Und steht auf speziellen Schwingungsdämpfern, die haben wir hier unten. Da links und rechts kannst du die sehen, ne? Genau, Schwingungsdämpfer, um Vibration zu eliminieren. Was da für eine Technik drin war, ne? Guckst du so drauf, aber so im Detail, wenn du da mal nachrecherchierst, was so ein Ding alles konnte, ne? Ähnlich wie beim Technics Plattenspieler, der SL 1210. So, Präzision und Geschwindigkeit. Das Herzstück für das extrem schnelle Linearmotorlaufwerk. Während normale Player Sekunden brauchten, um einen Track zu finden, sprang der SL-P 1200, das gezeigte Gerät, in Bruchteilen von Sekunden an jede beliebige Stelle der CD. Große Suchrate, Dia-Wheel, das ist das hier. Das große Suchrad wird hier beschrieben. Damit konnte man framegenau eine 75. Sekunde auf der CD scrollen, fast wie beim Scratchen einer Schallplatte. Also konntest du damit auch, ich habe ja gesagt eingangs, ne, erinnert mich an so ein Mischpult auch. Genau, auch so ein Mischpult. So, konntest du das damit auch machen? Wieso? Wenn es hier steht, 75 Sekunden, da konntest du auch Scratching hier, wie heißt das? Scratching. Ihr wisst, was ich meine. Wie ist das? Stretching, Cratching. Konntest du damit hier, wenn der jetzt Billy Idol liefert, oder 99 Luftballons, 99, 99, 99. Ja, nicht schlecht, ne? Guck mal, die Sounds, die ich auch mache, viel besser als KI, ne? Pitch Control. Mit einem Schiebregler konnte man die Geschwindigkeit um bis zu 8% verändern. Damals die Sensation für CD-Player. Ich zeige euch gleich auch mal den Originaltext und ein bisschen Einblick in die Technik haben wir auch noch. Das schiebe ich gleich mal rüber, dann könnt ihr das auch noch sehen.
So, zwei getrennte DA-Wandler, Burn Brown PCM 54P für alle Technikbegeisterten, mir sagt's gar nichts. Einer für jeden Kanal, um Phasenverschiebungen zu vermeiden. Massive Stromversorgung, getrennte Sektion für digitale und analoge Schaltkreise, um Rauschen zu verhindern. Die Daten: 2x16-Bit Linearwandler, 14,5 Kilo, Junge, halbes Kilo nochmal drauf. Pitch Control, Q-Modus, XLR-Ausgänge in der B-Version. Der SLP 1200 ist die perfekte Mischung aus unzerstörbarer Studiotechnik und High-End-Klang. Wer ihn heute besitzt, hütet ihn meist wie ein Schatz, da Ersatzteile, besonders die Lasereinheit, die SOAD 70A, extrem selten und teuer geworden ist. Ich recherchiere mal, ich gebe mal noch mal ein. Der Preis, ne? Wie teuer? Ja, ein bisschen KI kann man ja nutzen, ne? Wie teuer? Über KI meckern und dann eine KI fragen, wie teuer. Ich will es sonst recherchieren. Wie teuer war das Gerät? Das Gerät damals, ne? Wie teuer war? Wie teuer war das Gerät damals? Was ist los mit euch, Leute? Ich nutze jetzt schon wieder KI oder was? Wie teuer war das Gerät damals? Ja, pass mal auf, ob da was bei rumkommt. Ob die schlauste Maschine. Ah, der Neupreis bei seiner Markteinführung um 1000, bei circa, je nach Markt, je nach Angebot, pipapo, wissen wir ja selber, ne? 2500 bis 3000 D-Mark. Ein solider CD-Player für den Heimgebrauch kostete damals 500 bis 800 Mark. Der war also etwa viermal so teuer wie ein Standardgerät. In den USA lag der Listenpreis bei etwa 1200 bis 1400 Dollar. Und jetzt nehmen wir euch noch mal, vor allem wir, ne? Da sitzen ja mehrere. Ja, sag auch mal, ja, hallo. Guck mal, mein Bruder ist auch hier. Der Ronny, sag mal hallo. Ja, hallo, ich bin der Ronny. Der Ronny aus der DDR ist auch da. CD-Spieler in Studioqualität. Warte mal, nehme ich die Kamera mal in der Hand. Da kann ich da drüber fahren. Warte. So, dann fahre ich mit euch mal da drüber, mache mal eine wilde Reise. CD-Spieler und Studioqualität. Doppelt abgeschirmte, resonanzfeste Konstruktion, wirksame Vibration. Guck mal, schön, ne? Gucken wir uns das auch noch an in Ruhe. Klanggetreue Reproduktion. Junge, gibt es da Sachen zu entdecken in den Katalogen. Ich habe auch internationale Kataloge, USA, England, auch Kataloge, die teilweise gibt es gar nicht. Ne? Manche Kataloge habe ich mal eingegeben in eine Suche, ob ich das irgendwo finde, im gesamten Netz irgendwo. Finde es überhaupt teilweise gar nicht mehr. Da sind Raritäten dabei. Deswegen lohnt auch dieser Kanal. Da gucken wir uns das zusammen an. Für alle Technikbegeisterten, so sah das Ding von innen aus. Hier die Schaltkreise und die Penüppels da drauf. Ne? Guck mal, das ist hier das Federungssystem. Wahnsinnsgerät, ne? Ja, wie gesagt, Fernbedienung ist hier. Gewohnt damals, so die großen Kunststoffdinger so. Pause, Play. Fahre ich auch mal nah ab. Ist ja auch für den einen oder anderen. Ich versuche mal die Daten und Details wichtig alle mitzunehmen. Deswegen nehme ich die Kamera auch oft in meinen Videos einfach in die Hand. Wackelt dann vielleicht ein bisschen, aber ist ja egal. Die Technikbegeisterten und die richtigen Fans, die natürlich viel mehr da Fachwissen, Hintergrundwissen haben für die ganzen Geräte, die wollen auch sowas zum Beispiel hier interessiert die. Guck mal, da ist das Ding, da ist der Regler, Level, Phones und hier unten ist der Fuß. Ich fahre auch hier nochmal drüber, warte, so. Nehmen wir das nochmal alles mit. Hier war das CD-Fach, da steht da Open, ja, glaube ja, ne? So, Technik, hier das Gerät. Wunderschön. Ne, echt jetzt, wenn du das, guck mal hier, der Regler. Aber das Scratching, ne, Stretching würde mich echt mal interessieren, ob das echt ging. Mit CDs, Wahnsinn. So, ja, ich verabschiede mich, wenn ich sowas Sehenswertes, auch mal sowieso jetzt Einzelgeräte finde und denke, so wie jetzt in dem Fall, dachte ich, boah, was ist das denn, ne? Ein bisschen geguckt, hier, schlauste Maschine der Welt gefragt, was hat das für Daten, was war da dran besonders? Und dann denkst du dir, komm, da lohnt ein Video, schmeiß mal die Kamera an. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, vielen Dank fürs Kommentieren, Liken und abonnieren, weil das hilft dem Kanal halt.
Heute heute geht es ja nicht mehr um den, dass man einfach sagt, abonnieren. Heute musst du ja wirklich sagen, damit ich eine Chance habe gegen die ganze KI-Flut, ist ja exorbitant, wo die überall herkommen und basteln sich Videos zusammen. Teilweise in den Kommentaren schreiben manche, viele gezeigte Geräte passen gar nicht zur Jahreszeit und so, sind dann so die Fehler, die sich da einschleichen. Das Gerät sah doch gar nicht so aus. Dann lassen die von der KI die geklauten Bilder, die sie von YouTube nehmen, ein bisschen umarbeiten. Dann sehen die Geräte etwas verfälscht aus. Komm, hör bloß auf. Wie gesagt, Dankeschön fürs Liken, Kommentieren. Macht's gut, wenn ihr wollt, hören wir uns im nächsten Video wieder. Und wie gesagt, hier, es bleibt hier KI-frei. Ich bin hier, die Unterlagen sind echt, alles Originale. Meine echte, schöne Stimme mit meinen wundervollen Aussagen. Ich verabschiede mich. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Ne? Tschüss. Nee, Stopp muss ich noch mal drücken. Warte mal. Die Technik, du.